Einmal im Leben gewinnt man einen Pokal und hat die Möglichkeit, international zu spielen. Wir konnten ja nicht ändern. Wir haben das eben hinnehmen müssen und damit war es für uns erledigt. (1968) gewinnt der erste FC Union Berlin den FDGB-Pokal, seinen bisher einzigen großen Titel, und qualifiziert sich damit für den Europapokal der Pokalsieger. Wir hätten gegen den FK Boal aus Jugoslawien gespielt, die in der zweiten Liga waren. Die sind in dem Jahr aufgestiegen und haben im Spiel gegen Roter Stern Belgrad 7:0 verloren, sodass wir uns da eine Chance ausgerechnet hätten. Ich habe nur in der Presse vom FK Boal gelesen. Wir hoffen, dass wir in der nächsten Zeit noch einige Informationen definitiver Art erhalten. Ich bin gleichfalls der Auffassung, dass es möglich sein wird, sie direkt in ihrem Spielort zu beobachten. Andernfalls gibt es gar keinen Grund, diesen Gegner zu unterschätzen, denn wer in Jugoslawien ins Endspiel vorstößt, der muss Fußball spielen können. Und da besagt der Name wenig. Und wir wissen, dass gerade im Pokal in jedem Land jede Sensation möglich ist, und warum sollte es im Europapokal anders sein? Aber wie das Leben spielt, war nichts zu machen. Am 21. August 1968 marschieren Truppen des Warschauer Paktes in Prag ein und schlagen dort gewaltsam die aufkommende Demokratiebewegung nieder. Das sorgt für weltweite Proteste und wirkt sich auch auf die Sportwelt aus. So wollen unter anderem die Mannschaften aus Glasgow und Mailand nicht gegen ihre Gegner aus Bulgarien antreten. Auf diese Proteste hin hat die UEFA eine Sitzung ihres Dringlichkeitskomitees einberufen. Und auf dieser Sitzung wurde beschlossen, dass eine Neuauslosung stattfinden muss, erstens. Und zweitens, sie haben sie gleich vorgenommen. Eine Neuauslosung in verschiedenen Gruppen, also Ost- und Westgruppen, was zu Protesten wiederum der Ostverbände führte, also des DDR-Fußballverbandes und des Sportverbandes. Diese Proteste laufen ins Leere und die UEFA weist die Vorwürfe der Diskriminierung zurück. Daraufhin zieht der DDR-Fußballverband seine Europapokalteilnehmer Carl Zeiss Jena und Union Berlin aus den Wettbewerben zurück. Ja, das war keine freudige Erinnerung, denn wir hatten uns ja eigentlich schon vorbereitet. Auf diese Spiele wurden ja auch schon Karten gedruckt für die Spiele. Und dann kam diese schreckliche Nachricht, dass jetzt abgesagt wurde. Da waren wir natürlich alle ein bisschen enttäuscht. Es war schrecklich. Ein Unverständnis, ja, dass da die Politik Einfluss nimmt, nur weil das eben der Ostblock und irgendwie die Auslosung nicht so hingehauen hat, wie sich die Herren da gedacht haben. Es gibt unheimlich viele Artikel in allen möglichen Zeitungen, die sich darauf berufen, dass wir ja gegen die Diskriminierung protestieren müssten. Aber es gibt nur zwei Berichte, tatsächlich einen Kommentar und einen anderen Artikel, die tatsächlich die Ereignisse in Prag aufgreifen und überhaupt erwähnen. Also dieser Bezug wird in der offiziellen Darstellung in der DDR überhaupt nicht hergestellt. Das wird überhaupt nicht erläutert. So offensichtlich alles vor dem Hintergrund, na, ihr wisst schon. Und redet mal schön mit. Und dementsprechend redete dann auch Union mit. Es gibt also einen kleinen Text, der in der Clubzeitschrift in der dann folgenden erschien, in dem das Mannschaftskollektiv sich voll hinter die Entscheidung des Fußballverbandes stellt und diese ganze Angelegenheit also begrüßt. Also es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass dieser Text nicht von den Spielern stammt, sondern dass der vorgegeben wurde. Der ist nicht unterzeichnet, also nicht vom Mannschaftskapitän im Namen der Mannschaft oder vom Trainer. Dieser Text in den Union-Informationen, der steht einfach da. Im nächsten Teil unserer kleinen Serie darf man dann doch mal wieder international antreten, im Intertoto Cup 1986.